Zack, da bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Also, ich habe euch schon ein bisschen vermisst. Also, ich bin der Bünzli, das ist Bünzli Breaking. Joe, und ich euch erzähle, was mir diese Woche total den Dachstock ausgeräumt hat. Und ja, diese Woche reden wir mal wieder über illegale Proteste und Feuerwerksverbot. Ich weiß gar nicht mehr sagen soll. Am Wochenende vor dem Weltwirtschaftsforum WEF 2026 brodelte es in der Schweiz. In Bern riefen linke, linksextreme und pro-palästinensische Gruppen unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Mördertreff" zu einer unbewilligten Demonstration auf. Die Stadt Bern hatte davon abgeraten, erlaubte nur eine stationäre Kundgebung. Doch mehrere hundert, überwiegend junge Menschen marschierten dennoch zum Bahnhofsplatz. Natürlich ratet die Stadt, die in den letzten Jahren fast täglich Demonstrationen hatte, davon ab. Es gönnen denen doch einmal einen freien Tag und demonstrieren irgendwo sonst. Die Polizei sperrte den Platz, den Bundesplatz und Zufahrtsstraßen, setzte Wasserwerfer in Bereitschaft und kesselte die verbliebenen Demonstrierenden ein. Rund 200 Personen wurden kontrolliert und weggewiesen, 25 festgenommen. Die Polizei konfiszierte Masken, Schlagwaffen und Pyrotechnik. 7 Polizisten wurden durch Laserpointer verletzt, 3 mussten im Spital behandelt werden. Tags darauf verlegte sich der Protest nach Zürich. Ha, seht ihr, geht doch. Dieses Mal genehmigt, aber eskaliert. Mehr als 2000 Personen zogen unter dem Slogan "Trump still not welcome" kurz vor 19 Uhr von der Stadthausanlage durch die Innenstadt bis zum Helvetiaplatz. Laut Polizeimitteilung zündeten sie Böller, Rauchpetarden und anderes Feuerwerk, besprühten Fassaden und warfen Farbbeutel. An der Ecke Bahnhofstraße-Oranienstraße wurden Schaufensterscheiben eingeschlagen. Ein Teil des Zugs, darunter Angehörige des sogenannten Schwarzen Blocks, verließ die bewilligte Route, blockierte die Militärstraße und ignorierte die Aufforderung der Polizei, die Blockade zu beenden. Angehörige vom Schwarzen Block, ja, nice, so ein Schwarzer Block bildet sich bei der Demonstration, das ist nicht wie bei der Antifa. Der Schwarze Block ist eine Aktionsform, kein Akteur. Wobei ich gehört habe, dass man sich die Spesen aufschreiben kann und die dann bei der Antifa GmbH für eine Rückerstattung einreichen könnte. Das wäre übrigens da. Antifa GmbH, Sozialleistungen und Demobonus an der Effingerstraße 20 3003 Bern. Ah ja, schau mal da. Erst als Wasserwerfer eingesetzt wurden, löste sich die Blockade auf. Die Polizei meldete Stein- und Feuerwerkswürfe gegen Einsatzkräfte, setzte Reizstoff und Gummischrot ein und räumte Barrikaden. Auf dem Rückweg gingen Scheiben an einer Tramhaltestelle zu Bruch. Barrikaden wurden errichtet und Abfallcontainer angezündet. 2 Polizisten wurden getroffen, blieben aber unverletzt. Verletzte Demonstrierende wurden nicht gemeldet. Also nicht offiziell gemeldet, aber direkte Quellen von uns sind dort mit den Demosanitätern in Kontakt gewesen. Wir können also sagen, dass auch da keine schwere oder unübliche Verletzungen bei den Demonstrierenden bekannt sind. Diese Proteste in Bern und Zürich setzten den Ton. Die Wut richtet sich gegen die Exklusivität des Forums und vor allem gegen den angekündigten Besuch von Donald Trump. Parallel zu den städtischen Protesten machten sich rund 600 AktivistInnen zu Fuß von Küblis nach Davos auf. Die bewilligte Strike-WEF-Wanderung war 2026 deutlich größer als im Vorjahr. Die Hälfte der Teilnehmenden kam aus der Schweiz, der Rest aus England, Spanien, Süd- und Westafrika und Deutschland. Der malische Bauernaktivist Massa Kone kritisierte das Forum scharf. Armut und Ungleichheit nehmen trotz jahrzehntelanger Debatten zu. Daher habe das WEF seine Daseinsberechtigung verloren. Stimmt, da müssen wir vielleicht mal anmerken, dass das WEF offiziell nicht einfach eine Sauftour für die Weltelite und eine eingeschissene Orange ist, sondern eigentlich ins Leben gerufen worden ist, damit die zu viel haben, untereinander Aktionen besprechen können, um denen mehr geben, die nicht genug haben. Funktioniert perfekt, oder? Die Teilnehmenden forderten ein Ende von Kapitalismus und Kriegen und eine demokratisierte Wirtschaft.
Transparente mit Slogans wie Demokratie statt WEF-Diktatur und Make World Wars Great Again wurden getragen. Ein Aktivist bastelte aus US-Flaggen ein Hakenkreuz und pries einen New McDonald Trump Burger an. Eat the Poor. Für viele war die Aussicht auf Trumps Präsenz Motivation genug. Die Organisatoren erklärten offen, dass der US-Präsident der Gegenbewegung Antrieb verliehen habe. 2026 lädt das WEF zum ersten Mal seit Jahren wieder einen US-Präsidenten ein. Donald Trump wird persönlich in Davos auftreten und eine Delegation mit Ministern und Industriellen anführen. Zugleich bleibt Russland draußen. Seit der Invasion in der Ukraine 2022 sind russische Regierungsvertreter und Geschäftsleute ausgeladen. Die russische Botschaft in Bern bestätigte, dass keine Einladungen verschickt wurden. Diese Entscheidung wird mit Kriegsverbrechen begründet. Zu Recht. Doch wie konsequent ist das Forum, wenn es an der Türschwelle zwischen ernsten und lächerlichen Autokraten unterscheidet? Trump brüstet sich mit Strafzöllen und America First, drohte während der Black Lives Matter-Proteste 2020 die Insurrection Act einzusetzen und ließ das Heimatschutzministerium ICE-Teams auf Demonstrierende ansetzen. In Minnesota erschossen ICE-Agenten gerade erst 2 Menschen innerhalb weniger Tage, woraufhin ein Bundesrichter den Einsatz nicht tödlicher Munition untersagte und die Festnahmebefugnisse einschränkte. Okay, das muss man sich mal geben. 2 Mord oder anders gesagt Exekutionen innerhalb 5 Tagen. Und der Staat, also Agent Krasnov, They're eating the dog. Mann, Göki, mach doch jetzt nicht den, sorry, aber das Bild ist viel zu gut. Meldet euch bei Born Miserable, wenn ihr euch das auch an die Wand hängen wollt. Den Link haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Ja gut, wir konzentrieren uns auf die Schweiz. Zurück zum Artikel. Gleichzeitig verzögert das Justizministerium unter Trump die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akte, obwohl Millionen Seiten mit Namen von Sexualstraftätern und ihren Helfern vorliegen. Für KritikerInnen ist klar, der Präsident, der Geflüchtete deportieren lässt, Proteste niederknüppeln will, dubiose Milliardäre schützt und gleichzeitig Steuererleichterungen für Superreiche durchdrückt, vertritt eine autoritäre und plutokratische Agenda. Ohne den geopolitischen Schrecken eines Putin, aber mit ähnlich verachtenswerten Menschenrechtsverletzungen. Das WEF ermöglicht ihm trotzdem eine Bühne. Der Kontrast lautet zugespitzt: Wer Krieg führt, bleibt draußen. Wer die demokratische Fassade nutzt, um Polizei und Behörden gegen Oppositionelle einzusetzen und Reiche zu hofieren, darf hinein. Das World Economic Forum ist eine Schweizer Stiftung, 1971 von Klaus Schwab gegründet. Offiziell versteht sich das WEF als unparteiische Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und Aktion. Jedes Jahr treffen sich etwa 3000 Führungskräfte aus über 130 Ländern, darunter nahezu 400 Staats- und Regierungsvertreter und fast 850 CEOs, um über Geopolitik, Wirtschaft, Technologie und Klima zu debattieren. Die Jahrestagung 2026 steht unter dem Motto A Spirit of Dialogue. A Spirit of Dialogue. Also so nennt es WEF. In der Praxis tönt es mit der orangefarbenen Vuvuzela eher nach einem unkontrollierten Spritz of Diarrhea. KritikerInnen werfen dem WEF vor, eine undemokratische Eliteveranstaltung zu sein. Intransparente Auswahlkriterien, finanzielle Intransparenz und ein Mangel an Volksbeteiligung sorgen für Misstrauen. Die aufwendigen Sicherheitsdispositive schließen die Bevölkerung aus und kriminalisieren Proteste. Die Demonstrationen in Bern und Zürich wie auch der Marsch nach Davos dokumentieren diese Spaltung. Für die einen ist Davos ein unverzichtbarer Ort, um Klima-, Sozial- und Digitalpolitik zu koordinieren. Für die anderen ist es ein Oligarchentreffen, das Kapitalinteressen zementiert und soziale Bewegungen abwehrt. Dass das WEF nun ausgerechnet einen Präsidenten mit faschistischen Reflexen und einem Hang zu Verschwörungserzählungen hofiert, während es ernsthafte Kriegsverbrecher auslädt, gibt den Protesten neues Futter. Der Populist aus Washington wird eingeladen, der Autokrat aus Moskau bleibt draußen. Diese Doppelmoral könnte kaum deutlicher sein.
Die diesjährigen Anti-WEF-Proteste zeigen, dass Wut und Frustration über Elite, Ungleichheit und Machtkonzentration weiter wachsen und dass Trump seine Anwesenheit als Rot durchwirkt. Der Präsident, wo im eigenen Land Protest mit der Nationalgarde bedroht, darf in Davos als Global Leader auftreten. Das russische Regime, wo eine völkerrechtswidrige Invasion zu verantworten hat, bleibt ausgesperrt. Der Widerspruch von dieser Gästeliste entlarvt die politisch-ökonomische Logik vom Forum. Zugang hat, wer ökonomisch mächtig und politisch nützlich ist, selbst wenn man autoritäre Tendenzen pflegt. Und eben doch bleibt Davos für viele Regierungen, Unternehmen und NGOs ein wichtiger Ort, um sich zu vernetzen und Projekte anzustoßen. Der Diskurs um Kapitalismus, Klima und Technologie wird dort geprägt. Wer die Welt verbessern will, braucht offene Debatten und echte Demokratie, nicht nur Hochglanzpanels mit Faschisten. Übrigens, die Demo in Zürich ist erst nach Redaktionsschluss reingekommen und ich bin trotzdem nochmal raus, habe recherchiert und den Artikel über Nacht neu gebaut. Wenn ihr findet, dass so etwas einen Platz haben sollte, lasst ein Abo da, einen Daumen rauf oder runter, wie ihr wollt. Künstliche Breaking ist klein, unabhängig und wir nehmen Feedback ernst. Der Jahreswechsel 2025-2026 war kaum vorüber, da erhoben sich wieder die Klagen über Böller und Raketen. Zwar feiern viele Schweizerinnen und Schweizer den 1. August und Silvester traditionell mit Feuerwerk, doch die Akzeptanz schwindet. Also traditionell mit Lärm, so Pfannen aneinander schlagen und so Sachen. Sprengstoff an Betrunkene abzugeben ist denn doch eher neu. Und jetzt mal im Ernst. Das Traditionsargument könnt ihr euch wieder sonst wo hinschieben. Das nehme ich erst dann wieder ernst, wenn da öffentlich Zwangsheirat und Lobotomie zurückgefordert ist. Wobei, ich habe den Artikel da schreiben und eine Lobotomie klingt gerade auch verlockend. Bereits 68% der Stimmberechtigten würden laut einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts GFS in Bern die Volksinitiative für eine Einschränkung von Feuerwerk befürworten. Die wichtigsten Gründe: der Lärm, die Umweltverschmutzung und der Stress für Tiere. Initiiert hat das Volksbegehren der Aargauer Hundetrainer Roman Huber. Ohne Partei im Rücken sammelte er über 137.000 Unterschriften. Um das schnell journalistisch einordnen, ist viel. Ehre in Chat. Die Webseite der Initianten zeigt eine Katze, die sich aus Angst die Ohren zuhält. Ein symbolisches Bild für Haustiere, die unter der Knallerei leiden. Die Tierwohlorganisation Vier Pfoten, Stiftung für das Tier im Recht, Schweizer Tierschutz und Fondation Franz Weber unterstützen das Begehren. Der Bundesrat wollte das Verbot zunächst ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfehlen, doch der Nationalrat signalisierte Verständnis für das Anliegen und arbeitet nun an einem indirekten Gegenvorschlag. Was zum Fick? Da gibt's eine Zweidrittelmehrheit. Und der Bundesrat sagt, ja, nee, egal. Wir haben da mehr oder weniger genug Zuspruch, um eine Verfassungsänderung durchzuziehen. Also, versteht mich nicht falsch. Ein Feuerwerksverbot ist mir auch nicht wichtig genug, um das in der Verfassung aufzunehmen. Ich habe das nur erwähnt, um zu zeigen, wie der Anklang der Wünsche aus der Bevölkerung beim Bundesrat so ankommt. 68% Zustimmung liefern den Initianten eine starke Ausgangslage. Im Parlament findet der Vorstoß parteiübergreifende Unterstützung. Nur die FDP-Wählerschaft lehnt ihn mehrheitlich ab. Kommt es zu keiner Einigung, steht spätestens 2028 eine Volksabstimmung an, deren Inkrafttreten für den 1. August 2030 vorgeschrieben ist. Moment. Das Volk ist unzufrieden und die SVP haltet die Fresse. Hopp hopp, kommen aus den Starterlöchern, die Ratten fangen sich nicht von allein. Die Initiative greift einen Trend auf. Immer mehr Schweizer Gemeinden untersagen private Feuerwerke. Im Kanton Zürich verabschiedeten BürgerInnen auf Gemeindeebene strenge Regulierungen, häufig gegen den Willen der Exekutive. Freienstein-Teufen führte 2025 ein Böllerverbot ein. Rund 99% hielten sich daran, doch Unbekannte sprengten später den Briefkasten eines Initianten, was zeigt, dass einzelne Kriminelle härter verfolgt werden müssen. Dass sowas als Gewalt von einzelnen Kriminellen gemeldet wird, finde ich schwierig.
Das könnte man machen, wenn reihenweise Briefkasten gesprengt worden wären. Aber nach unserer Recherche ist es nur der Briefkasten der InitiantInnen gewesen. Es ist eigentlich egal, ob man das jetzt als Vandalismus, Einschüchterung oder politische Provokation bezeichnet. Tatsache ist, da ist direkt demokratisches Engagement abgestraft worden und das mit einem klassischen Fascho-IQ-Move. Auch in Fällanden gilt seit Oktober 2025 ein Verbot für lautes Feuerwerk. Es sind nur noch Vulkane, Bengalfeuer und dergleichen erlaubt. Eine Anwohnerin berichtete, dass trotz des Verbots einige Raketen abgeschossen wurden. Ihr Hund jedoch wesentlich weniger Stress erlitt und sie Verstöße künftig konsequenter melden wird. Weitere Gemeinden in Zürich und Graubünden haben ebenfalls knallfreie Zonen geschaffen. Die hohe Akzeptanz in ländlichen und bürgerlichen Gemeinden macht deutlich, dass ein Feuerwerksverbot kein Nischenanliegen ist. Okay, das weiß jetzt wirklich jeder, aber es gehört halt auch dazu. Menge ist es einfach, egal. Tja, da müssen wir jetzt schnell durch. Feuerwerk belastet Haus-, Wild- und Nutztiere erheblich. Hunde und Katzen reagieren mit Angst und Panik auf Knallgeräusche. Wildtiere wie Rehe und Vögel verbrauchen in Fluchtreaktionen lebenswichtige Energiereserven, verletzen sich oder verenden. Auch Nutztiere geraten in Stress, was zu Verletzungen und Leistungseinbußen führen kann. Die negativen Auswirkungen sind gut dokumentiert und werden von Tierschutzorganisationen seit Jahren kritisiert. Moment, die FDP ist doch dagegen. Aber so sind die doch immer für Wirtschaftsoptimierung. Ja, fuck. Holen wir sofort den Christian Dürers Telefon. Ich glaube, der hat meine Nummern immer noch blockiert. Weniger beachtet, aber langfristig relevanter sind die Umweltfolgen privater Feuerwerke. In der Schweiz fallen jährlich rund 1300 Tonnen Abfall durch Feuerwerk an. Gleichzeitig werden mehrere hundert Tonnen Feinstaub freigesetzt. Etwa 2-3% der gesamten jährlichen PM10-Emissionen. Zusätzlich gelangen Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Strontium in Böden und Gewässer. Diese Stoffe verbleiben teilweise über Jahre in der Umwelt und belasten Ökosysteme nachhaltig. In der Summe verursachen Feuerwerke eine Umweltbelastung, die in keinem Verhältnis zur kurzen Dauer des Vergnügens steht. Strontium. Wohl eher strunzdumm? Nein, jetzt mal im Ernst. 2-3% von der jährlichen Feinstaubbelastung und das für ein paar Minuten Schall und Rauch. Oh, das erinnert mich an die Emissionen von den Superreichen und ihren Privatjets. Zufall? Ich glaube nicht. Gottlos, was der Köki da mit meinen Clips macht, aber ja, im Video zu der Zukunftsinitiative haben wir darüber berichtet. Der Jahreswechsel 2025-2026 verlief in Europa vielerorts chaotisch. In Berlin wurden Polizisten mit Feuerwerk beschossen. 21 Beamte wurden verletzt, mehr als 300 Personen festgenommen. In Bielefeld starben 2 junge Männer durch selbst gebastelte Böller. In der Schweiz kam es in Crans-Montana zu einer Tragödie. Eine Indoor-Fontäne, die eine Champagnerflasche schmückte, entzündete die Holzdecke, woraufhin der Nachtclub Le Constellation Feuer fing. Crans-Montana im Wallis. Das ist spannend. Erinnert euch an unseren Bericht zu der Valerie Ditley und der ganzen Steuershitshow. Hätte man das eingetrieben, wie sich's gehört hätte man sich wahrscheinlich Sicherheitsinspektoren können leisten, die die Mängel frühzeitig erkannt hätten. Aber das ist jetzt hypothetisch und die Tragödie soll nicht zu so etwas instrumentalisiert werden. Wir sind schließlich nicht SVP, weil rund 40 Menschen starben. 115 wurden verletzt. Obwohl dieser Unfall nicht direkt mit dem eigentlichen Thema privaten Feuerwerks zu tun hat, solche Fontänen werden ganzjährig benutzt, zeigt er, wie unberechenbar Feuerwerkskörper sind. Weitere Vorfälle betrafen Angriffe auf Einsatzkräfte in Luzern, wo Personen mit Feuerwerk auf die Polizei schossen. Für viele Gemeinden sind solche Eskalationen ein Hauptargument für strengere Regeln. Und sie haben recht. Im Ausland schreitet die Regulierung voran. In den Niederlanden tritt ab dem Jahreswechsel 2026-27 ein nationales Verbot von Privatfeuerwerk in Kraft. Schon die letzte Silvesternacht vor der Einführung war von illegalem Feuerwerk geprägt,
weshalb die Polizei mehr Kontrollen und international koordinierte Maßnahmen gegen Schmuggel fordert. Die Niederlande zeigen jedoch, Gewalt und illegales Feuerwerk existierten bereits vor dem Verbot. Ein strengeres Gesetz erleichtert die Ahndung solcher Delikte. Auch in Deutschland und Frankreich wird über strengere Regeln diskutiert. Gegner des Verbots behaupten, dass die Einschränkung legaler Feuerwerkskörper zu mehr illegalem Knallkörperkonsum führen könnte. Die Erfahrungen in Schweizer Gemeinden sprachen dagegen. In Freienstein-Teufen hielten sich laut Medienberichten fast alle an das Verbot. Einzelne Vandalen sprengten zwar einen Briefkasten, doch sie wurden isoliert verurteilt und es gibt Belohnung für Hinweise. Auch in Vellanden waren es nur wenige, die trotz Verbot Raketen zündeten. Ein Verbot reduziert also die Menge des explodierenden Materials spürbar und verschiebt den Fokus von präventiver Aufklärung hin zu gezielter Strafverfolgung. Ja, wenn es auf dem Weg von der Eigenverantwortung nicht funktioniert, muss halt ein Gesetz geschaffen werden. Individuelle Freiheit geht halt immer verloren, sobald Einzelne sie systematisch missbrauchen. Ein Verbot bedeutet nicht das Ende festlicher Lichter. Viele Städte setzen bereits auf Drohnenshows oder Lichtinstallationen, die spektakulär wirken und gleichzeitig Tiere schonen. In Genf und Zürich wurden an Nebeltagen Feuerwerke abgesagt und leise Feuerwerke wie Vulkane, Bengalfeuer oder Lasershows erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Solche Formen respektieren Tierwohl und Umwelt und ermöglichen es den Gemeinden, den Jahreswechsel trotzdem festlich zu gestalten. Feuerwerk nennt man Teil unserer Tradition, aber Tradition darf kein Argument sein, wenn Tier massiv leidet, die Umwelt belastet wird und jedes Jahr Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Die wissenschaftliche Erkenntnis über den Stress von Wildtieren, die hohe Zustimmung in der Bevölkerung und die positive Erfahrungen mit lokalen Verboten sprechen klar für eine nationale Einschränkung. Die Böllerei ist für Wildtiere eine Tortur und sie bringt immer wieder Sachbeschädigungen und Gewalt mit sich. Ein Verbot von solchen Privatfeuerwerk und die Beschränkung auf geordnete öffentliche Shows würden Mensch, Tier und Umwelt besser schützen und der Polizei endlich die Möglichkeit geben, gegen illegale Sprengkörper durchzugreifen. Ein Umdenken bedeutet nicht Verzicht, sondern Verantwortung. Die Frage ist nicht, ob wir feiern dürfen, sondern wie viel Schaden das wir dafür noch akzeptieren wollen. Ja. Ich könnte die Schrift grösser machen. Ich habe es geschrieben, wieso kann ich es nicht lesen? Ich muss schlafen. Ich kann nicht so einen schwierigen Satz, weißt du, was ich da kann? Laserfrosch. So Cyberpunk, man kann mit dem Wolf-Hybrid zusammen, so. Der Nachbar war gerade auf der Scheisse, Schaufenster-Scheiße eingeschlagen, yes.